Die deutschen Fälle. Heute der Genitiv. Keine Panik, die deutschen Fälle sind wirklich einfach. Genau das möchte ich dir in meiner Videoreihe zu den deutschen Fällen beweisen und heute erkläre ich dir den Genitiv. Also, als erstes, was ist der Genitiv eigentlich? Wofür steht er? Wann benutzt du den Genitiv? Und wie kannst du den Genitiv austricksen? Denn es gibt eine ganz einfache Variante, wie du den Genitiv fast immer vermeiden kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um den Genitiv. Was ist der Genitiv? Der Genitiv beschreibt immer einen Besitz oder eine Zugehörigkeit zu etwas. Er wird aber auch nach bestimmten Verben, Präpositionen und ja, Adjektiven benutzt. Damit ich dir das ganz genau an Beispielen erklären kann, wechseln wir jetzt aber als erstes in mein E-Book. Der Genitiv. Der Genitiv zeigt immer eine Zugehörigkeit oder ein Besitzverhältnis. Außerdem wird er in Nomen-Nomen-Konstruktionen verwendet und steht auch nach bestimmten Verben, Präpositionen und Adjektiven. Die Kontrollfrage für den Genitiv lautet wessen. Ein paar Beispiele als erstes. Das Pferd des Reiters ist weiß. Wessen Pferd ist weiß? Des Reiters. Das Ganze hier ist eine Nomen-Nomen-Konstruktion und deswegen muss das hier im Genitiv stehen. Während des Spiels verletzt er sich. Die Präposition während zwingt zum Genitiv, deswegen des Spiels. Deklination. Auch hier musst du natürlich wieder alle Artikel dem Fall anpassen. Die Artikel der, die, das werden zu des, der, des und im Plural wird die zu der. Natürlich auch bei allen anderen Artikeln. Mehr dazu in den Videos und Erklärungen zu den unterschiedlichen Artikeln. Der Genitiv hat einige Besonderheiten, denn maskuline und neutrale Nomen bekommen die Endung s oder es. Wenn die Nomen auf s, sz, x oder z enden, dann muss es benutzt werden. Der Platz des Platzes. Diese 4 kannst du dir einfach merken, die haben nämlich alle denselben Klang, es sind alles S-Laute, also es sind alles am Ende Platz. Und dort muss es benutzt werden, weil es sonst Doppel-S-Laut wäre. Das funktioniert nicht. Einsilbige Nomen können entweder ein S oder ein ES haben. Meistens klingt ES besser, aber beides ist korrekt. Der Mann, des Manns oder des Mannes. Hier klingt es mit dem E deutlich besser, weil man dann einfach 2 Silben hat und man es einfacher aussprechen kann. Für alle anderen Nomen gilt immer nur S. Der Ventilator, des Ventilators. Hier gibt es mehr als eine Silbe, deswegen muss es S sein, denn es endet nicht auf S, SZ, X oder Z. Also bei denen muss ES stehen, hier bei einsilbigen, also den ganz kurzen Nomen, ES oder S und ansonsten immer S. Wann benutzen wir den Genitiv? Grundsätzlich immer, um Besitz oder Eigentum anzuzeigen. Das wird in der Regel mit Nomen-Nomen-Konstruktionen gemacht, denn so zeigen wir einen Besitzer oder Eigentümer an. Das Nomen im Genitiv ist hier immer der Besitzer des anderen Nomens. Das Pferd des Reiters ist weiß. Das Subjekt hier ist das Pferd, denn darüber sprechen wir, und der Besitzer ist der Reiter. Und der Besitzer steht im Genitiv und das Subjekt natürlich im Nominativ. Als kleiner Tipp, wenn du den Genitiv nicht so sehr magst, du kannst diese Form mit einem einfachen Trick umgehen, indem du die Präposition von zwischen die beiden Nomen setzt, das Pferd des Reiters oder das Pferd von dem Reiter. Beides ist grammatikalisch 100% korrekt, denn von zwingt dich zum Dativ und
Dementsprechend brauchst du keinen Genitiv hier mehr benutzen. Aber Achtung, meistens klingt diese Version besser. Diese Version klingt nicht falsch, aber häufig etwas ungebildet. Also wenn du gut klingen möchtest, empfehle ich dir, den Genitiv hier zu benutzen. Eine kleine Besonderheit bei Nomen-Nomen-Konstruktionen mit Eigennamen. Hier fehlt der Artikel, deswegen wird der Genitiv ein bisschen anders gebildet. Hier steht nämlich der Genitiv vor dem anderen Nomen, wie hier dem Subjekt, und Holgers Pferd ist weiß. Hier kommt das S hinten dran, ganz normal, aber der Eigenname steht vor dem anderen Nomen, und das S kommt auch zum Beispiel bei weiblichen Personen hin, also auch Annas Pferd ist weiß. Also hier, Achtung, mit Eigennamen kommt das S auch bei weiblichen Personen dran. Und wenn der Eigenname auf S, SZ, X oder Z endet, bekommt er ein Apostroph. Hans Pferd ist weiß, denn es wäre Doppel-S. Deswegen musst du hier hauptsächlich beim Schreiben aufpassen, dass du das Apostroph nicht vergisst, wenn es ein Eigenname ist. Den Genitiv musst du aber natürlich wie den Akkusativ und den Dativ auch nach bestimmten Präpositionen benutzen. Wegen der Krankheit kann er nicht arbeiten. Die Präposition wegen zwingt dich hier zum Genitiv. Die wichtigsten Genitivpräpositionen sind während, wegen, trotz, innerhalb und so weiter. Auch hier gilt wie immer, wenn eine Präposition davor steht, ist es völlig egal, was das Verb oder sonst etwas will. Es muss Genitiv sein. Der Genitiv wird aber auch nach bestimmten Verben benutzt, wie einer Sache gedenken, bedürfen oder Herr werden. Wir gedenken der Toten, wir bedürfen der Hilfe. Hier ist es Genitiv, weil das Verb das so möchte. Diese Verben musst du kennen. Es gibt keine konkrete Regel, welches Verb das tut. Die musst du auswendig lernen. Häufig benutzen die Verben zusätzlich auch noch einen Akkusativ. Und der Genitiv wird neben den Verben oder mit bestimmten Verben auch nach bestimmten Adjektiven benutzt. Ich bin mir meines Fehlers bewusst, du bist des Mordes nicht fähig, sie ist sich des Erfolges gewiss, du kannst dir meine Unterstützung sicher sein. Auch so sind überdrüssig, verdächtig und würdig und bedürftig. Worauf du achten musst, die Adjektive werden immer hinter das Nomen gestellt und niemals dekliniert und werden eigentlich fast immer auch im Zusammenhang mit sein benutzt. Also sich bewusst sein, des Mordes nicht fähig sein, sich des Erfolges gewiss sein, der Unterstützung sicher sein. Alles immer sein, dann gefolgt vom Nomen im Genitiv und dahinter das Adjektiv. Das ist auf einem Level B2 und höher. Auch dazu habe ich dir eine Liste hier unter dem Video verlinkt mit den wichtigsten Adjektiven, die dich zum Genitiv zwingen. So, jetzt weißt du, wie der Genitiv funktioniert. Du findest hier unter dem Video auch Links zu meiner Webseite mit Listen wie zum Beispiel Verben mit Genitiv oder Adjektive mit Genitiv. Wenn du das Ganze noch üben und vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir auch einfach mal in mein E-Book Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv, kein Problem, reinzuschauen. Das ist voll mit Übungen, damit du das Erlernte wirklich auch ausprobieren kannst. Wenn du das E-Book durcharbeitest, verspreche ich dir, danach kannst du jedem die deutschen Fälle erklären und bestehst jeden Test zu den deutschen Fällen. Ich habe dir das Video hier verlinkt und ansonsten hoffe ich, dass du wieder viel gelernt hast und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.